Hallo liebe Wanderfreunde. Hallo. Da sind wir wieder. Heute wandern wir an der Spree, aber keine Sorge, nicht im Spreewald. Wir sind hier mehr vor den Toren Berlins. Wir haben uns einen Rundweg rausgesucht zwischen Fürstenwalde und Hangelsberg an Oder-Spree-Kanal entlang. Wir haben uns die Tour bei Komoot ausgeguckt und bei Komoot beginnt und endet sie am Bahnhof in Fürstenwalde. Macht ja auch Sinn, man kann mit dem Zug anreisen oder sein Auto da abstellen. Für uns war es aber verkehrstechnisch besser, hier an dem Biwakplatz zu parken, Ja. was eigentlich der Wendepunkt denn für diesen Rundweg ist. Also wir machen die Runde entgegengesetzt. Ja, dann mal sehen, was wir unterwegs so zu sehen bekommen. Wir zeigen es euch dann. Richtig. Auf geht's gleich nach dem Intro. Über diese Brücke erreicht man den Parkplatz und da endet nachher auch der Rundweg. Hier ist der Biwakplatz, hier darf auch gezeltet werden. Hier hat man eine Schutzhütte. Jetzt gehen wir mal runter zum Kanal. Hier darf auch geangelt werden. Da unten sitzt auch ein Angler, den werde ich mal nicht stören. Also wir sind hier an der großen Tränke, gehen dann hier über das Wehr und laufen an der Spree entlang nach Fürstenwalde, überqueren hier wieder die Spree und gehen zurück zur großen Tränke. Also das ist hier oder Spreekanal und die eigentliche Spree geht dann hier oben ab und schlängelt sich Richtung Berlin. Und das hier ist der Altarm der Spree. Alle paar 100 Meter sind dann hier so eine kleine, ich sag mal Parkbuchten, die auch gerne von Anglern genutzt werden. Ist so die erste, die hier frei ist. An allen anderen, an denen wir bisher vorbeigekommen sind, standen Angler oder saßen Angler, standen Autos. Der Kanal geht da drüben lang und hier ist so eine kleine, ich sag mal Bucht.
Das ist hier übrigens ein Teilabschnitt des 66-Seen-Wanderweges, der rund um Berlin, glaube ich, 420 Kilometer so in den Dreh lang ist. Ja, wäre mal eine Herausforderung für eine Mehrtageswanderung. Nee, ohne uns. Ist jetzt Mittag, wir haben Hunger und heute auch erst spät losgefahren. Aber wie immer weit und breit keine Bank, auch kein Baumstamm, nichts zum Sitzen. Mir knurrt schon der Magen. Leider muss man sich den Weg mit den Radfahrern teilen. Aber das haben wir hier in Brandenburg zumindest sehr oft, dass sich Wander- und Radwege gemeinsame Strecken teilen. Ich weiß nicht, ob das woanders auch so ist. Hier jedenfalls sehr häufig. Wir haben eine Bank gefunden. Juhu! Nach langer Zeit. Da schmecken die Stullen. Doch gleich nochmal so gut. Holzkunst. Was mag die für einen Umfang haben? Ne? Die Verlobungseiche. Da kommt ein Lastkahn, nun aber flinke Füße. Sind wir in Fürstenwalde. Guck mal, da ist eine Bank mit Lehne. Da machen wir noch mal Pause. Ah, hier ist die Spree ganz schön breit. Na gut, der Kanal ist noch ein bisschen ausgebaggert worden. Für den Schiffsverkehr von Natur aus wäre sie sicher nicht so breit. Im Hintergrund die Brücke, wo wir dann die Spree überqueren und auf der anderen Seite zurückgehen. Ich hoffe, man kann das erkennen. Einmal rundherum, um auf die Brücke zu kommen. Da sind wir gerade drüber gelaufen. So, jetzt haben wir hier die Spree überquert und gehen am anderen Spreeufer zurück zum Parkplatz, wo unser Auto steht. Heute sind wieder mal Baumübersteigungen auf dem Programm. Aber das sind ja hier nur Bäumchen.
Aber auf dieser Seite des Flusses ist eben ein richtig schöner, schmaler Wanderpfad. Jetzt geht es weiter hier auf einem Teilstück des Brandenburger Jakobsweges. Das ist ein schöner Pausenplatz. Aber jetzt ist es nach Mittag um 2. Zu spät zum Mittagessen. So, der eigentliche Wanderweg geht oben weiter, aber wir haben das so programmiert, dass wir jetzt hier am Wasser lang gehen können, auf so einem kleinen Trampelpfad. Ja, der eigentliche Wanderweg geht wie gesagt oben geradeaus, wie wir eben rechts abgebogen sind, aber wir wollten am Wasser lang laufen und haben bei Komoot hier diesen kleinen Pfad gefunden. Wir laufen selten genau die Tour so, wie sie bei Komoot angezeigt wird. Man muss sich dann eben die besten Wege aussuchen. Ein gelber Teppich. Den Baum brauchen wir nicht übersteigen, der Weg geht rum. Okay, Glück gehabt. Wieder was für unsere Baumübersteigungsstrichliste. Geschafft. Es kann weitergehen. Da vorne kommt schon die Brücke in Sicht, über die wir heute früh gefahren sind. Da müssen wir jetzt noch drüber, dann sind wir am Auto. So, und jetzt sind wir wieder auf dem eigentlichen Wanderweg, dem Abschnitt des Jakobsweges. Also da ist der Wanderweg und wir sind dort aus dem Wald gekommen, am Wasser lang gegangen. Was bei Komoot so als kleiner schwarzer Strich eingezeichnet ist, ist oftmals der schönere Weg. Kann ich hier in dem Fall nur empfehlen. Wir sind am Ziel angekommen. Das waren so ungefähr 11 Kilometer Ja. entlang der Fürstenwalder Spree und ja, unser kleines Fazit. Ein sehr schöner Wanderweg, hat uns wirklich beiden sehr gefallen. Und auch beide Ufer sollte man ruhig begehen. Am Nordufer läuft man zwar auf einem asphaltierten Radweg zum größten Teil, aber das stört nicht weiter. Der geht so schön unter Eichen lang, also der ist traumhaft.
Und am Südufer zurück würde ich empfehlen, dass man nicht den eigentlichen Wanderweg nimmt, sondern so einen kleinen Trampelpfad am Wasser entlang. Direkt am Wasser, der ist sehr schön. Ja, ein richtiger, schöner, idyllischer Weg. Schleichweg. Schleichweg. Ja, und von der Länge her 11 Kilometer für jeden, den es nicht um Strecke machen geht, sondern der einfach ein bisschen das Wandern genießen will, reicht das aus. Und ja, wir freuen uns sehr, das heute bei diesem schönen Oktoberwetter gemacht zu haben. Ja. Gut, das war's für heute. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und einen Kommentar hier. Und wer es noch nicht hat, über ein Abo freuen wir uns natürlich besonders. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüss, alles Gute bis dahin. Tschüss.